Ethan ist ein gesunder, einsamer junger Mann, der als Baggerfahrer im ländlichen Polen arbeitet. Jeden Morgen fährt er mit einem Bagger zur Arbeit auf einen Feldweg am Rande des Białowieża-Waldes. An diesem Tag hörte Ethan, während er die rote Erde einebnete, ein stöhnendes Geräusch vom Rand des tiefen Waldes. Der schmerzhafte, erschrockene Schrei ließ ihn das Lenkrad loslassen und in die Richtung des Geräusches starren. Er stellte den Motor ab, öffnete die Cockpittür, sprang auf den Boden und ging auf die nahegelegenen Büsche zu. Nach ein paar Schritten war er schockiert, als er einen regungslosen Wolf vorfand, dessen Bein in einer Eisenfalle feststeckte. Es knurrte vor Schmerz und seine Augen waren in einer Mischung aus Angst und Hoffnung auf Ethan gerichtet. Eines seiner Vorderbeine war geschwollen und blutete, und es bellte schwach, als würde es um Hilfe betteln. Ethan stand ein paar Sekunden still, atmete schwer, um sich zu beruhigen, und näherte sich dann langsam dem zitternden Wolf. Ihre Blicke trafen sich, der eine vorsichtig, der andere sanft und entschlossen. Ethan beugte sich hinunter und streckte sanft seine Hand aus, als wollte er den Wolf trösten, der vor Schmerzen zitterte. Zuerst brüllte es alarmiert und fletschte die Zähne, konnte sich aber aufgrund des festen Griffs der Falle nicht bewegen. Ethan flüsterte ein paar tröstende Worte, ohne den Blick von dem Tier abzuwenden, und berührte mit seiner Hand leicht seinen Kopf. Der Wolf zuckte, biss aber nicht, winselte nur schwach und legte hilflos seinen Kopf auf den Boden. Mit dicken Handschuhen in der Tasche hielt Ethan den Hals des Wolfes fest, um einem Angriff zu entgehen. Mit der anderen Hand öffnete er die rostige Falle mit Kraft Stück für Stück und vorsichtig. Der Wolf kämpfte vor Schmerzen, blieb dann aber allmählich still liegen und keuchte in einer Lache aus karmesinrotem Blut. Schließlich schnappte die Falle zu, und ein lautes Klick-Geräusch beendete die Besessenheit. Ethan hob den Wolf hoch und spürte, wie sein Körper heiß und schwer vor Erschöpfung war. Er legte es auf den Beifahrersitz des Lastwagens, sein Herz klopfte vor Angst. Der Wolf ließ seinen Kopf auf dem Stuhl sinken und öffnete gelegentlich die Augen, um ihn anzusehen, als wolle er ihm im Stillen danken. Ethan startete den Motor, das alte Auto erzitterte und rollte die kurvenreiche Waldstraße hinunter. Roter Staub wirbelte hinter den Rädern auf, vor uns lag die kleine Stadt, in der sich die Veterinärstation befand. Die ganze Zeit winselte der Wolf leise und ruhte mit dem Kopf auf seinem Arm, als suche er Frieden. Ethan sagte nichts, streichelte einfach weiter sein Fell und versuchte, sie beide zu beruhigen. Die städtische Veterinärstation öffnete und ein junger Arzt namens Tomasz kam sofort heraus, um sie zu begrüßen, als er die ungewöhnliche Szene sah. »Ist das ein Wolf?« fragte Tomasz überrascht, als er die schwere Wunde am Bein des Tieres betrachtete. Ethan nickte und trug den Wolf in die Klinik. Sein Fell war schweiß- und blutgetränkt. Tomasz desinfizierte die Wunde vorsichtig, injizierte entzündungshemmende Medikamente und nähte die aufgerissene Haut. Der Wolf wehrte sich nicht und stöhnte nur jedes Mal leise, wenn die Nadel seine Haut berührte. Glücklicherweise reichte die Wunde nicht tief in den Knochen, es handelte sich lediglich um eine Weichteilverletzung, sagte Tomasz. Ethan atmete erleichtert auf und sah den still daliegenden Wolf an. Seine schwachen Augen schienen die Worte des Arztes zu verstehen. »Sie sollten die Ranger benachrichtigen«, sagte Tomasz, »aber wenn Sie es ein paar Tage behalten und darauf aufpassen, könnte es in Ordnung sein.« Ethan bat um Erlaubnis, den Wolf zu seinem einige Kilometer entfernten Haus mitnehmen zu dürfen, damit er ein Auge auf ihn haben könne. Der Arzt stimmte zu, verband die Wunde sorgfältig und gab Ethan mehr Medizin mit nach Hause. Der Wolf wurde erneut ins Auto gesetzt, diesmal mit weniger Panik in den Augen. Ethan streichelte sanft seinen Kopf und lächelte, als er spürte, wie sein Vertrauen wuchs. Das Auto rollte weiter und fuhr durch den Schatten der Bäume die friedliche Landstraße entlang. Der Wolf schlief ein, der weiße Verband an seinem Bein wie die Spur einer Zaubergeschichte. Ethan fühlte eine Verbindung zu diesem wilden Geschöpf, als ob sie sich schon lange kennen würden. Wieder zu Hause breitete Ethan eine dicke Decke auf der Veranda aus und legte den Wolf zum Ausruhen hin. Am nächsten Tag untersuchte er die Wunde, wechselte den Verband und wischte vorsichtig das getrocknete Blut ab. Der Wolf lag still da, fletschte nicht länger die Zähne und sah ihn nur mit ruhigen Augen an.
Ethan nannte es Shadow, weil seine Augen wild und ruhig waren wie ein Schatten im tiefen Wald. Shadow erholte sich langsam und ging langsam im Hof umher. Sein Bein hinkte noch immer, schmerzte aber nicht mehr. Ethan verbrachte den Tag damit, sich darum zu kümmern und mit ihm zu reden, als würde er sich einem alten Freund anvertrauen. Eine Woche verging, die neue Haut begann zu heilen und das Haar wuchs nach und bedeckte die Nähte. Ethan entfernte Shadows Verbände und berührte dabei sanft sein Bein, als Abschiedsritual für die Verletzung. Shadow ging entspannter und wedelte leicht mit dem Schwanz, wann immer Ethan seinen Namen rief. Sie saßen auf der Veranda, der Sonnenuntergang warf Schatten auf die beiden Fremden, die zu Freunden geworden waren. An friedlichen Nachmittagen lag Shadow zu Ethans Füßen, die Augen halb geschlossen und in Träume versunken. Aber nicht jeder findet diese Szene süß oder ungefährlich. Eines Morgens sahen einige Nachbarn Shadow im Hof herumlaufen und riefen in Panik die Polizei. Sie machen sich Sorgen, dass es in ihrer Nachbarschaft einen Wolf gibt, obwohl dieser noch nie jemandem etwas Zuleide getan hat. Ethan hörte die Nachricht und wusste, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Sein Herz war schwer, als müsste er sich von einem geliebten Menschen trennen. Am späten Nachmittag trafen zwei Polizisten bei Ethans Haus ein. Ihre Gesichter waren ernst, aber nicht übermäßig angespannt. Ethan öffnete das Tor, neben ihm stand Shadow, dicht neben seinen Füßen, seine Augen waren wachsam. Man kann einen Wolf nicht in einem Wohngebiet halten, egal wie sanftmütig er ist, erklärte die Polizistin. Ethan protestierte nicht, sondern senkte nur den Kopf und nickte sanft in stiller Zustimmung. Er führte Shadow ins Haus, beugte sich hinunter und umarmte ihn lange, sein Herz war schwer vor Emotionen und er konnte nicht sprechen. Am nächsten Tag fährt Ethan mit Shadow zurück zum Białowieża Wald, wo sie sich getroffen haben. Der rote Feldweg war noch immer mit Staub bedeckt, der Bagger lag noch immer ruhig an derselben Stelle. Ethan öffnete die Autotür, Shadow stieg langsam aus und sah ihn an, als wolle er fragen, wohin fahren wir? Er streckte die Hand aus, streichelte seinen Kopf und flüsterte, Zeit, nach Hause zu gehen, mein Freund. Shadow sah ihm tief in die Augen, drehte sich dann langsam um und ging in die kühlen grünen Bäume hinein. Ethan stand da und sah zu, bis die Gestalt im Wald verschwand, sein Herz in stiller Aufruhr. Zu Hause war die Terrasse leer, nur eine alte, ordentlich gefaltete Decke lag auf den Holzstufen. An den folgenden Nachmittagen saß Ethan allein da und richtete seinen Blick auf den fernen Wald. Er wusste nicht, ob Shadow sich an ihn erinnerte, aber er vermisste es jeden Tag. Ein Teil seines Herzens blieb mit diesen wilden Schritten in diesem Wald zurück. Als Ethan eine Woche später zur Arbeit an der alten Straße zurückkehrte, sah er etwas Vertrautes. Neben dem Bagger stand Shadow, seine Haltung war ruhig und seine Augen leuchteten hell. Ethan stieg schnell mit ausgebreiteten Armen aus dem Auto und Shadow kam sofort herbei und rieb seinen Kopf an seiner Brust. Sie müssen kein Wort sagen, ein Blick genügt, um das ganze Gefühl der Verbundenheit zu verstehen. Von da an wartete Shadow jeden Morgen in der Nähe der Baustelle und begann den Tag mit Ethan. Sie leben nicht mehr unter einem Dach, sondern streifen nun gemeinsam durch die Weiten der Natur. Ethan baute am Waldrand eine kleine Hütte, einen Ort, an dem er und Shadow sich am späten Nachmittag ausruhen konnten. Das Leben geht weiter, aber die Bindung zwischen Mensch und Wolf überschreitet alle Grenzen. Inmitten des roten Staubs, der Bagger und der wilden Wälder wurde diese Freundschaft zum Schönsten, was Ethan je erfahren hatte. Er nennt es nicht mehr Wolf, sondern Begleiter. Auch Shadow braucht keine Kettenfreiheit ist ein Versprechen, das niemand brechen kann. Zwischen Mensch und Natur erfordern Wunder manchmal nur einen Blick und ein Herz. Und im Białowieża Wald beginnt diese Geschichte und sie endet nie. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.